Ein herzliches Willkommen hier an alle Anwesenden im Hörsaal und auch an diejenigen, die online teilnehmen. Mein Name ist Carsten Nöckler. Ich leite die Abteilung Biologische Sicherheit hier im Bundesinstitut für Risikobewertung und heiße Sie ganz herzlich willkommen, auch im Namen unseres Präsidenten, Professor Andreas Hensel, der auch ganz herzlich grüßen lässt. Ja, worum geht es heute? Wir haben heute das 5. Symposium Lebensmittelassoziierte Viren, eine ganz wichtige Veranstaltung, die bereits im Jahr 2009 ins Leben gerufen worden ist, ja auch mit den organisatorischen, strukturellen Änderungen in Abteilung 4, auch sich mehr mit der Thematik Viren in Lebensmitteln zu beschäftigen. Und mittlerweile hat sich das Symposium auch institutionalisiert. Das heißt, wir sind heute im 5. Symposium, normalerweise in einer Frequenz von jeweils 3 Jahren. Das konnte man nicht ganz einhalten. Warum? Letztes Jahr noch wegen Corona, sodass das 5. Symposium jetzt 2022 stattfindet und nicht nur als Präsenzveranstaltung, sondern als Hybridveranstaltung aus bekanntem Grund, muss ich jetzt nicht näher darauf eingehen, hat aber auch den Vorteil, dass man vielleicht noch mehr erreichen kann. Und das freut uns natürlich, dass sich insgesamt 350 Teilnehmende angemeldet haben zu diesem Symposium, was ja auch widerspiegelt das große Interesse an der Thematik. Und an dieser Stelle schon mal von meiner Seite einen herzlichen Dank an Professor Reimer Johne mit seinem gesamten Team, die das mal sehr akribisch vorbereiten, natürlich dann auch sich Gedanken machen müssen, welche Themen behandelt werden sollen, welche potenziellen Sprecherinnen, Sprecher man gewinnen kann. Und ja, das Ganze auch bisher sehr erfolgreich abgelaufen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die lebensmittelbedingten virusassoziierten Erkrankungen nehmen weiter zu, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Kontext, auch international. Ich möchte Ihnen das an ein paar Beispielen kurz deutlich machen. Zum einen unser Dauerthema, sage ich mal, Hepatitis-E-Virus. Ich kann mich erinnern, so vor 15 bis 20 Jahren war da überhaupt noch gar nichts drüber bekannt und dann kam das hoch und ja, inzwischen sind wir in der Situation, dass jetzt auf Deutschland bezogen wir nach wie vor ansteigende Erkrankungsfälle in Verbindung mit Hepatitis E haben. Wenn Sie sich mal zurückerinnern, 2018 wurde praktisch die Latte gerissen, was 3000 gemeldete Fälle in Deutschland anbetrifft. Und die Zahlen wachsen weiter an, trotz Corona, trotz vielleicht auch der Tatsache, dass gerade jetzt unter Pandemiebedingungen weniger zum Arzt gehen, aber natürlich trotzdem exponiert sind und dann auch diagnostiziert werden und entsprechende Erkrankungsbilder zeigen, insbesondere in solchen Risikogruppen wie zum Beispiel Transplantierte, die ein geschwächtes Immunsystem haben und es dort eben auch zu sehr schweren Verläufen kommen kann. Ja, wir haben aber nicht nur Hepatitis E, wir haben auch den Komplex Noroviren, Hepatitis A-Viren als auch enteropathogene Viren, die über verschiedene Lebensmittel vom Menschen aufgenommen werden. Hier im Vordergrund stehen zum einen Tiefkühlprodukte, ist auch immer wieder ein Thema, wenn Sie sich erinnern, Erdbeeren, Sodexo, der große Norovirus-Ausbruch, aber eben auch Muscheln, die Hepatitis-A-Viren enthalten können und dann eben auch bei dem Konsum auf den Menschen übertragen werden und entsprechende Erkrankungen auslösen. Wir haben auch das Thema FSME-Viren eher natürlich primär durch Zeckenstiche übertragen, aber auch unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, dass FSME-Virus über Milch auch übertragen werden kann, also oral alimentär dann auch der Übertragungsweg da ist und zu Erkrankungen führen kann. Ja, neben den, ich sag mal, Klassikern haben wir auch immer wieder sogenannte neuartige oder Emerging Pathogens, auch Viren.
Ja, SARS-CoV-2 gehört mit dazu, Gott sei Dank jetzt nicht als oral-alimentär bedingtes. Deshalb dachten wir, wo das Thema aufkam, ja, eigentlich hat BFR damit nichts zu tun, aber ganz so war es dann doch nicht, weil natürlich auch die ganzen Fragestellungen standen mit dem Thema Übertragung durch Kontaktinfektionen, vielleicht auch durch Biergläser, die kontaminiert sind und dann gewisse Übertragungswege denkbar sind. Auch dort sind experimentelle Studien in der Fachgruppe von Professor Jone durchgeführt worden. Wird auch ein Thema zu dem Symposium sein. Ja, und vielleicht noch im etwas größeren Kontext das Thema Water Reuse, Abwasser, die neue Trinkwasserverordnung auf europäischer Ebene mit all den Fragestellungen, ja, nach welchen Aufbereitungsstufen man denn dieses Wasser dann auch wieder für die Bewässerung von Pflanzen, die für die menschliche Ernährung dienen, risikobehaftet sein kann. Nicht nur für Viren, sondern auch für Parasiten und Bakterien. Und auch da mussten wir, also hier in der Abteilung Biologische Sicherheit und die Fachgruppe von Professor Jone, eine Risikobewertung machen mit all den Szenarien, die dafür in Frage kommen. Weil wir wissen, Pflanzen werden ja nicht nur von oben bewässert, es gibt Tröpfchenbewässerung, es gibt Kanalbewässerung. Also habe ich auch einiges dazugelernt. Das machen wir natürlich auch nicht alleine, sondern dann mit den Kolleginnen und Kollegen von den Fachressorts, Bundesinstituten, Julius Kühn-Institut zum Beispiel. Ja, das Symposium heute besteht aus 3 Themenblöcken. Der erste Themenblock beschäftigt sich mit Fragen zur Epidemiologie und zu Krankheitsausbrüchen, was lebensmittelassoziierte Viren anbetrifft. Der zweite Block reflektiert mehr die Nachweismethoden. Welche Möglichkeiten gibt es denn, nicht nur Viren nachzuweisen, sondern auch zu charakterisieren, auch im Kontext von lebensmittelbedingten Ausbrüchen und der Nutzung eben auch Next Generation Sequencing. Der dritte Block reflektiert auf die Themen Hygiene und Inaktivierung von Viren in dem Kontext, ja, welche Möglichkeiten haben wir denn entlang der Lebensmittelkette auch mit entweder hygienischen Maßnahmen oder auch technologischen Verfahren Viren zu reduzieren, um am Ende natürlich die Last in den Lebensmitteln zu reduzieren und die Exposition des Verbrauchers zu verbessern. Ja, ich freue mich auch sehr, dass es gelungen ist, neben den Vorträgen, den Kurzbeiträgen auch 2 Übersichtsvorträge für die Teilnehmenden zu organisieren. In dem einen geht es um die Frage der enteropathogenen Viren in Muscheln und in dem anderen Vortrag geht es um die Frage, ja, was macht denn Hepatitis E aus pathogenetischer und klinischer Sicht? Also vielen Dank auch für die beiden Vortragenden, aber natürlich auch an alle anderen, die heute berichten werden aus dem, was sie selber erforscht haben, eruiert haben, weil das ist dann am Ende natürlich auch das Ziel eines solchen Symposiums, das, was man aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung am Ende an Daten, an Ergebnissen hat, in die Praxis zu überführen, mit dem Ziel, die Lebensmittelsicherheit für den Verbraucher zu verbessern. Ja, wir denken, dass das heutige Programm eine Menge für Sie bietet, auch neue Impulse geben wird. Wir hoffen natürlich auch, dass dieses Symposium alle interessierten Gruppen, wir sagen dann immer so schön Stakeholder, anspricht. Es ist ja auch in der Community, alle die entweder hier präsent sind oder die auch online zuhören, sind das Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedensten Bereichen, Public Health, Veterinary Public Health, Wissenschaft, Universitäten, aber auch Wirtschaft, Medien, weil das gehört natürlich auch mit dazu, das, was man weiß, vernünftig, effektiv auch an alle Interessensgruppen ranzubringen. Ja, und wir denken natürlich auch, dass die Veranstaltung für Sie eine gute Gelegenheit ist, die Themen intensiv zu diskutieren,
gute Gespräche auch in den Pausen zu haben, vielleicht auch Ideen zu schmieden für weitere Kooperationen, für weitere Projekte. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Symposium. Möchte mich auch noch mal bei der Technik bedanken, die das mal möglich machen, auch hybrid oder dann als Online-Veranstaltung dann uns zur Seite zu stehen, genauso wie die Akademie, die uns tatkräftig unterstützt im Anmeldeverfahren, aber auch in den ganzen technischen Dingen. Ja, ich denke, der Rahmen ist gut für das Symposium und ich wünsche Ihnen da viel Spaß und ja, in diesem Sinne erstmal vielen Dank in der Runde für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe dann an Reimer Jone. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Carsten Nöckler, für die freundliche Begrüßung und die einleitenden Worte. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem 5. Symposium über lebensmittelassoziierte Viren. Und ich freue mich, dass diesmal die Teilnehmerzahl auch so stark angestiegen ist, auf etwa 350 Anmeldungen, die wir hier haben. Sicherlich hängt das damit zusammen, dass auch viele jetzt online teilnehmen können. Aber ich denke auch, dass das sicherlich widerspiegelt, dass das Interesse an Viren allgemein etwas größer geworden ist, da ja viele jetzt auch ganz aktuell mitbekommen haben, wie einen das selber betreffen kann, direkt und indirekt. Ich denke, dass es uns wieder gelungen ist, oder ich hoffe das zumindest, dass wir ein sehr interessantes Programm zusammengestellt haben. Wir haben 2 Übersichtsvorträge, wie Herr Nöckler schon sagte, und 12 Kurzvorträge vorgesehen. Es ist ein sehr breites Themenspektrum und es ist auch ein relativ enger Zeitplan. Und da bitte ich doch alle Vortragenden, sich möglichst genau an die Zeitvorgaben zu halten und die Chairmen und Women werden das sicherlich auch anmahnen dann, damit wir in normaler Zeit auch heute Abend wieder das beenden können hier. Die Präsentationen, die noch nicht abgegeben wurden, dann bitte dort oben bei Herrn Noack in der Glaskanzel noch in den Pausen dort abgeben, diejenigen, die noch fehlen, damit wir dann auch gleich hier starten können. Fragen zu den Vorträgen können hier natürlich im Hörsaal in altbekannter Weise gestellt werden, indem man das Mikrofon benutzt und dort bitte auch das Mikrofon anstellt, wenn man da etwas fragt. Online, wurde mir gesagt, gibt es den Chat, mit dem man die Fragen stellen kann. Links unten wäre eine Sprechblase und dort könnte man hineinschreiben, wenn man eine Frage hat. Das kommt dann bei uns hier im Hörsaal an und die Frau Dr. Treuner wird uns das dann weitergeben und die Fragen dann hier stellen. Es gibt auch Pausen. Kaffeepause wird direkt vor dem Hörsaal im Foyer oben sein. Für den Mittag gibt es die Möglichkeit, die Kantine, die sich gegenüber befindet, zu nutzen. Es gibt auch Fortbildungsbescheinigungen, wenn Sie diese benötigen oder haben möchten oder ganz normal, also einmal ATF-Stunden. Es sind ja 5 ATF-Stunden vorgesehen für die Anerkennung für dieses Symposium oder auch einfache Teilnahmebescheinigungen. Wenn Sie das benötigen, müssten Sie eine E-Mail schreiben an akademie@bfr.bund.de, hier auch nochmal aufgezeichnet, akademie@bfr.bund.de und dort bestätigen, dass Sie teilgenommen haben und dann erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung bzw. die Bescheinigung für die ATF-Stunden. Es wird auch ein Abstract-Band geben, das heißt, der ist sogar schon da, allerdings nicht in gedruckter Form. Wir wollen das natürlich etwas umweltfreundlich gestalten und haben das als PDF-File auf der Akademie-Seite. Dort kann man sich das herunterladen und dann also die Vorträge nachlesen oder parallel die Zusammenfassung sich ansehen. So viel zu den
ja, organisatorischen Dingen. Jetzt kommen wir auch schon zu dem ersten Vortrag. Der wird in Englisch gehalten werden. Für diejenigen, die das gerne übersetzt haben wollen, wir haben die Möglichkeit, wir haben eine Übersetzerin, die vom Englischen ins Deutsche und umgekehrt diese Tagung auch für die hier Anwesenden im Hörsaal übersetzt. Da müsste man sich ein Headset holen, was sich da oben befindet, wenn man das verwenden möchte. Und ansonsten würden wir diesen ersten Vortrag und die Fragerunde dann auch in Englisch machen. Der Rest des Symposiums soll in Deutsch dann erfolgen.